Circa 80% unserer Informationen nehmen wir über sie auf. Durch Tränen befreien wir sie von schädlichen Substanzen und uns von negativen Emotionen. Aber auch all die schönen Dinge sehen wir durch sie. Die Augen, die Spiegel unserer Seele. Schauen wir sie uns einmal genauer an. Unsere 2 Augäpfel sitzen gut geschützt in den Augenhöhlen unseres Schädels. Wie wir bei den Proportionen gelernt haben, ist es etwa auf der Hälfte des Kopfes. Zudem werden sie von jeweils 2 beweglichen Augenlidern, dem oberen und dem unteren, umschlossen, die für Schutz und Feuchtigkeit sorgen. Im nasenseitigen Lidinnenwinkel befindet sich das sogenannte Tränenkarunkel, ein knötchenförmiges rosafarbenes Gebilde. Der weiße Teil unserer Augen trägt den Namen Sclera. Auf dem Augenweiß wiederum befindet sich der wichtigste Teil unserer Augen, die farbige Iris und die schwarze Pupille mitsamt der Kornea bzw. Hornhaut, die beides wie eine transparente Kontaktlinse bedeckt. Wie du bereits weißt, lässt sich jede Form in einfache geometrische Formen herunterbrechen, was uns hilft, sie zeichnerisch plastisch zu erfassen, anstatt nur flache, leblose Flächen zu zeichnen. Welche Formen, denkst du, könnten es bei den Augen sein? Richtig, 2 Kugeln. Um die Augen in unsere Konstruktion einzufügen, deuten wir zunächst die Augenhöhlen mit einer schrägen Boxform in die vordere Gesichtsebene an, die an der Augenbrauenlinie beginnt und etwa bis zur Hälfte der Nasenpartie reicht. Die 2 Kugeln für die Augäpfel fügen wir der Box unten hinzu, sodass noch einmal eine imaginäre Kugel zwischen sie passen würde. Damit wäre auch schon die Grundkonstruktion fertig. Gehen wir jetzt noch etwas ins Detail, um die Augen tatsächlich zeichnen zu können. Die grundsätzliche Herausforderung beim Zeichnen der Augen besteht genau darin, deren rundlichen Charakter darzustellen und die einzelnen Komponenten auf dem Augapfel korrekt zu platzieren. Daher solltest du immer mit einer angedeutet gezeichneten Kugel beginnen, auch wenn man von diesem Augenweiß am Ende deutlich weniger sehen wird. Das ist auch ein gutes Stichwort. Da es sich wie gesagt um eine Kugel handelt, solltest du deren Charakter später auch unbedingt mit einem weichen Gradienten im Augenweiß darstellen, welches nämlich oft gar nicht so weiß ist wie gedacht. Neben dem Tränenkarunkel kannst du dir die grundsätzliche Form des Auges mit Hilfe von 5 Linienabschnitten erschließen. 3 für das obere Lid und 2 für das untere. Achte auf jeden Fall darauf, dass du dem Auge an seinen Spitzen eine asymmetrische Form gibst. Das letzte, was du willst, sind mandel- oder fischförmige Augen. Die Lider an sich wickeln sich um die Kugel des Auges. Hier wird dir dein erworbenes dreidimensionales Wissen enorm helfen. Du kannst dir die Augenkonstruktion wie eine aufgesprungene Kastanie vorstellen. So sind die Lider nicht flach, sondern besitzen mit ihrer schützenden Dicke jeweils eine Unter- und Oberseite, die du auf jeden Fall darstellen solltest. Wenn das Licht, wie es normalerweise der Fall ist, von oben kommt, wird dabei die obere Fläche des Unterlids im Licht liegen, also sehr hell sein, und dagegen die untere Fläche des Oberlids im Schatten liegen und aufgrund seiner Dicke auch einen kleinen Schatten auf das Augenweiß werfen. Von der Seite aus gesehen sticht das obere Lid mehr hervor, um das Auge darunter zu beschützen. Obere Augenlider kommen in unterschiedlichen Formen. Manchmal sind sie komplett sichtbar, manchmal werden sie zum Teil von der Deckfalte, die Augenbraue und oberes Augenlid trennt, verdeckt und manchmal sind sie überhaupt nicht sichtbar, weil die Deckfalte sie begräbt. Das ist vor allem im Alter der Fall. Bei Mongolidenrassen wird auch der innere Augenwinkel komplett überdeckt. Dies nennt sich Mongolenfalte. Das Tränenkarunkel ist etwas unterhalb der Mitte der Augen. Von der Seite gesehen wird es zum größten Teil vom Augapfel und der Kornea überdeckt, sodass man nur eine kleine Ecke herausragen sieht. Die Iris und die Kornea werden oft falsch gezeichnet. Direkt frontal gesehen kann man sie zusammen als nahezu perfekten Kreis darstellen. Wenn die Person jedoch zur Seite schaut, entwickeln sie sich zu einem Oval. Das liegt wieder an dem Kugelcharakter des Augapfels. Um das Oval korrekt gewinkelt zu zeichnen, wenn die Person zur Seite und nach oben oder unten schaut, stell dir eine Linie vor, die vom Augapfelzentrum zum Mittelpunkt der Iris führt. Das Oval sollte dann lotrecht zu dieser Linie gezeichnet werden. Die Iris sollte, vor allem wenn es später um das Schattieren geht, am besten so gezeichnet werden, als sei sie konkav und die Kornea konvex.
So wird das Highlight der ansonsten transparenten Cornea immer dort sein, wo die Iris dunkler ist. Das erzeugt einen lebensechten Charakter. Die Pupille, die im Prinzip nur ein Loch in der Iris ist, um entsprechend viel Licht hindurchzulassen, sollte ebenso auf der Iris und nicht auf der Cornea sitzen. Zum Schluss noch ein kurzer Exkurs zu den Augenbrauen und Wimpern. Die Augenbrauen sitzen auf dem Augenhöhlenrand, also am Rand der Box bzw. auf der Augenbrauenlinie. Ihre äußeren Enden sind zunehmend dünner und lichter als die inneren, und Frauen neigen generell dazu, dünnere und höher positionierte Augenbrauen als Männer zu haben. Schließlich noch ein kleiner Trick für die Wimpern. Du solltest sie niemals komplett einzeln zeichnen, sondern immer in Gruppen von Wimpern zusammengeschlossen als eine bzw. wenige Form. Frontal gesehen werden sich die oberen Wimpern mit dem Schatten unter dem oberen Lid vereinen. Soviel zu den Details der Augen. Üben wir das Ganze doch einmal.